Mahlzeit, herzlich willkommen beim Rugby Video Magazin und einem neuen Video unsererseits. Wir sind Backstage im Movie Park Germany und heute zeigen wir euch was richtig Verrücktes. Wir sind bei Hollywood Christmas, das Weihnachtsevent vom Movie Park Germany. Haben wir euch, verlinke ich hier gerne oben, ein Video schon mal mitgebracht. Und da gibt es am Ende ein großes, spezielles Finale. Und da bin ich jetzt dabei und nehme euch mal mit und erkläre euch, was hier überhaupt passiert. So, und wir sind nämlich jetzt nicht nur Movie Park Germany beim Hollywood Christmas, sondern hier ist eine Achterbahn. Star Trek Operation Enterprise von Mack Rides, der Multi-Launch Coaster hier im Park. Wir haben euch ja schon die Closing Show gezeigt, die wirklich sehr cool geworden ist in einem anderen Video. Und das große Finale ist, Santa Claus kommt in Star Trek Operation Enterprise rausgefahren und das ist der Schlitten vom Weihnachtsmann und natürlich hat er einen riesigen Funkenschweif hinten dran und ja, das versuchen wir euch jetzt mal on-ride-mäßig zu zeigen. Und ich bin ganz in schwarz, heißt ich bin Knecht Ruprecht, ich fahre mit Santa Claus heute mit, mega geil. Also das stand noch nicht auf meiner Bucketlist, Achterbahn fahren, wenn der Zug brennt. Geil. Es ist eine spezielle Halterung, die hat die Showtech vom Movie Park Germany selber entwickelt, gebaut und die ist auch vom TÜV abgenommen. Und ja, mega cool. Also Fabian und Jonas habt ihr richtig geil gemacht, auch die Show an sich. Das Santa! Und es gibt ein paar Regeln. Ich hatte jetzt auch eine Unterweisung und habe auch unterschrieben und bin jetzt komplett im Thema. Um euch kurz abzuholen, wir müssen jetzt nicht so einen Deep Dive machen, den ich gemacht habe. Ihr fahrt ja nicht mit. Es dürfen maximal nur 2 Personen mitfahren. Liebe Grüße auch ans Ordnungsamt der Stadt Bottrop, wo dann auch nochmal gecheckt wurde, wie sind die Regularien, obwohl man eigentlich schon im Urlaub ist. Sehr cool, maximal 2 Leute, nur in der ersten Reihe. Pyro ist in der letzten Reihe. 2 Meter Sicherheitsabstand sind da vorgeschrieben. Wenn man in der ersten Reihe sitzt, sind es 12 Meter, die man Abstand hat. Dann das Ganze mit B1 geschützten Kleidungsstücken und es klebt alles so ein bisschen. Und dann ja, geht das ab. Sehr, sehr spannend. Wir können euch die Halterung nicht zeigen, weil das ist schon ziemlich viel Hirnschmalz, was da reingegangen ist und wird dann hier immer installiert. Und das ist so ein kleines Geheimnis, was der Moviepark natürlich noch hat, aber es ist so ein geiler Effekt. Also wir waren total geflasht. Ich habe gehört, gestern am ersten Eventtag sind die Leute abgegangen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt passiert. Genau, Uschi ist nicht dabei, die ist vorne. Es dürfen nämlich auch nur die unterwiesenen Personen, die jetzt hier sind und mitfahren und operaten, in der Station sein, sonst darf da auch keiner sein. Eine Sache noch im Nachgang mir halt schnell eingeworfen, die habe ich vergessen noch gesagt zu haben. Oder ich weiß nicht, ob das so richtig rübergekommen ist. Also natürlich wäre es da total spektakulär, wenn das ganze Feuerwerk und die ganze Show läuft und dann nicht dann die Tonspur kommt, wo die beiden Elfen Santa rufen und Santa kommt dann im brennenden Schlitten rausgefahren, dass das direkt bam durchknallen würde. Aber das funktioniert nicht. Wir haben ja gerade gelernt, dass das alles mit sehr vielen Auflagen verbunden ist, damit das auch alles zu jeder Zeit für jeden sicher ist, was da passiert mit einem Pyro an einem Zug. Und da ist es auch so, dass die Pyros auf den Dächern, die geschossen werden, also das Feuerwerk, was ihr seht, da muss dann erst einmal gecheckt werden, ob alles auch gezündet hat und alles abgeschossen wurde und da alles safe ist, bevor der Zug losfahren darf. Sonst, wenn nicht alles gezündet wäre, kann der Zug nicht, also soll der Zug nicht da lang fahren, weil dann irgendwas irgendwo hinfliegen könnte, wo es nicht hinfliegen sollte. Deswegen gibt es ja auch eine Ampel beim Dispatch, die dann sagt, ey, jetzt ist frei die Strecke, jetzt könnt ihr auch fahren. Das nochmal erwähnt, warum es dann so eine Pause gibt und das so einen Moment dauert, bevor Santa im brennenden Schlitten dann zu euch rauskommt. Der Mann auf einer roten Laterne, wenn die Himmel fahren lassen. Ja, toll. Plus 5 Sekunden. Tschüss. Danke. Santa, bist du aufgeregt? Ja! Wir fahren mit dem Schlitten durch den Moviepark. Ich hätte nicht gedacht, dass irgendwann mein Leben mit Santa Claus im Schlitten ist. So. Mach doch mal an! Zünd den Knaller!
Aber du siehst eigentlich von dem, was passiert, nicht viel, ne? Aber die vieles, ich habe gar nicht. Das ist Wahnsinn. Videos, die Leute machen. Das ist absoluter Wahnsinn. Ich freue mich, dass wir der Erste in Europa sind. Oh Leute, also wirklich, das habe ich auch nicht auf meiner Bucketlist im Leben gehabt, dass ich irgendwann mal eine brennende Achterbahn fahren werde. Und das noch zusammen mit Santa Claus. Krank, einfach nur krank. Ich meine schon mal gesehen zu haben, dass eine Achterbahn mit Feuerwerk hinten dran alleine durch die Gegend gefahren ist. Mit Menschen drin und das jeden Abend bei einer Closing-Show ist mir nicht bekannt, dass das auf der Welt irgendwo so schon mal gibt. Wenn ihr mehr wisst, dann lasst es das in den Kommentaren wissen. Schwarmintelligenz und so. Aber ja, sehr geile Erfahrung. Vielen lieben Dank an das ganze Team, die das möglich gemacht haben, an die Stadt, an den Moviepark, an vor allem auch Showtech und Santa Claus höchstpersönlich natürlich auch. Ja, coole Bilder, krasse Erfahrungen und einfach mal was ganz anderes. Und das war auf jeden Fall mein persönliches Weihnachtsgeschenk. Und morgen um 18 Uhr geht es weiter mit spannenden Inhalten hier auf dem Radio-YouTube-Kanal.